EasyBank Visa oder Bank Norwegian Visa. Welche Kreditkarte ist besser? Auf den ersten Blick wirken die beiden Karten fast identisch. Beide sind dauerhaft ohne Jahresgebühr erhältlich und du kannst sie weltweit kostenlos einsetzen. Es gibt aber ein paar wichtige Unterschiede, die du kennen solltest. Einige davon können dir Geld sparen, andere können dich Geld kosten. In diesem Video stelle ich dir die EasyBank Visa und die Bank Norwegian Visa im direkten Vergleich gegenüber. Ich zeige dir alle wichtigen Konditionen, die Vorteile und die Nachteile und am Ende sage ich dir ganz klar, welche Karte aus meiner Sicht die bessere Wahl ist. Die Links zu allen vorgestellten Karten findest du wie immer im ersten Kommentar unter dem Video. Los geht's! Die EasyBank Visa und Bank Norwegian Visa im Vergleich. Schauen wir zuerst darauf, um welche Art von Kreditkarten es sich handelt. Sowohl die Bank Norwegian Visa Kreditkarte als auch die EasyBank Visa sind sogenannte Revolving Cards. Das bedeutet, du bekommst einen Kreditrahmen, den du flexibel nutzen kannst. Einmal im Monat erhältst du eine Abrechnung und hast dann zwei Möglichkeiten. Du kannst den offenen Betrag komplett zurückzahlen, dann entstehen keine Zinsen, oder du nutzt die Teilrückzahlung und zahlst den Betrag in monatlichen Raten zurück. Dann fallen allerdings relativ hohe Zinsen an. Wie hoch diese Zinsen sind, schauen wir uns gleich noch an. Kommen wir zur Jahresgebühr. Die Bank Norwegian Visa ist dauerhaft kostenlos. Es gibt keine Jahresgebühr und auch keine Bedingungen wie einen Mindestumsatz. Auch die EasyBank Visa Kreditkarte ist ebenfalls ohne Jahresgebühr und erfordert ebenfalls keinen Mindestumsatz. Als nächstes schauen wir auf ein mögliches Startguthaben. Bei der Bank Norwegian Kreditkarte gibt es aktuell ein Startguthaben von 15 Euro. Du erhältst dieses etwa 45 Tage nach deinem ersten Einkauf mit der Karte. Bei der EasyBank Visa gibt es aktuell ein Startguthaben von 50 Euro. Dafür musst du der Zusendung von Produktinformationen per E-Mail oder Push-Nachricht zustimmen und innerhalb von 4 Wochen mindestens 100 Euro mit der Karte ausgeben. Die Auszahlung erfolgt ungefähr 8 Wochen nach Erreichen dieses Umsatzes. Ob diese Aktion noch verfügbar ist, wenn du das Video schaust, siehst du unter den Links unter dem Video. Schauen wir kurz auf die Akzeptanz. Visa bietet weltweit die größte Akzeptanz. In rund 200 Ländern kannst du an etwa 46 Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos bezahlen. Da es sich bei beiden Karten um echte Kreditkarten mit Kreditrahmen handelt, werden sie auch problemlos bei Hotels und Autovermietungen akzeptiert. Mit Debitkarten, wie sie oft zu Girokonten ausgegeben werden, kann es dort manchmal zu Problemen kommen. Kommen wir zum Geld abheben. Mit der Bank Norwegian Kreditkarte kannst du weltweit kostenlos Bargeld abheben. Es fallen weder Abhebegebühren noch Auslandseinsatzgebühren oder Fremdwährungsgebühren an. Neu ist bei der Bank Norwegian aber, dass für Abhebungen bei Neukonten Zinsen vom Tag der Abhebung bis zur Rückzahlung berechnet werden. Schreib mir bitte einmal in die Kommentare, ob kostenlose Bargeldabhebungen wichtig für dich sind oder ob du dafür eher eine Debitkarte deines Girokontos nutzt. Auch mit der EasyBank Visa Kreditkarte kannst du weltweit kostenlos Bargeld abheben. Auch hier werden keine Abhebegebühren, Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Anders als bei der Bank Norwegian Karte werden bei der EasyBank keine Zinsen für Abhebungen berechnet. Grundsätzlich gilt aber für alle Karten, dass Geldautomatenbetreiber im Ausland eigene Gebühren berechnen können. Diese sogenannten Betreibergebühren werden nicht erstattet. Schauen wir uns als nächstes die Kartenzahlungen an. Mit der Bank Norwegian Visa Karte kannst du weltweit kostenlos bezahlen. Es fallen keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren an. Auch mit der EasyBank Visa Kreditkarte sind Kartenzahlungen weltweit kostenlos. Hier werden ebenfalls keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren berechnet. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Guthabenaufladung. Bei beiden Karten steht dir zunächst der Kreditrahmen zur Verfügung. Für größere geplante Ausgaben kann es aber sinnvoll sein, den verfügbaren Betrag zu erhöhen. Das kannst du tun, indem du Guthaben auf die Karte überweist. Sowohl bei der Bank Norwegian Kreditkarte als auch bei der EasyBank Visa kannst du dein Kartenkonto vorübergehend mit Guthaben aufladen und so deinen Verfügungsrahmen erweitern. Weiter geht's mit den Zinsen bei Nutzung der Teilzahlung. Wenn du bei der Bank Norwegian Kreditkarte die monatliche Abrechnung nicht komplett ausgleichst, sondern die Teilzahlung nutzt, wird ein effektiver Jahreszins von 24,4% berechnet. Auch bei der EasyBank Visa Kreditkarte fallen Zinsen an, sobald du den offenen Betrag nicht vollständig zurückzahlst. Der effektive Jahreszins liegt hier aktuell bei 20,91%. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das zinsfreie Zahlungsziel, wenn du den genutzten Kreditrahmen jeden Monat komplett ausgleichst. Bei der Bank Norwegian Visa Kreditkarte beträgt das zinsfreie Zahlungsziel für Kartenzahlungen bis zu 7 Wochen. Beachte aber, dass das nicht mehr für Abhebungen gilt. Bei der EasyBank Visa Kreditkarte liegt das zinsfreie Zahlungsziel bei bis zu 8 Wochen. Für Kartenzahlungen und auch für Bargeldabhebungen.
Schauen wir uns als nächstes den Lastschrifteinzug an. Den Saldo deiner monatlichen Abrechnung kannst du bei der Bank Norwegian Kreditkarte bequem per Lastschrift von deinem Girokonto einziehen lassen. So stellst du sicher, dass der offene Betrag automatisch ausgeglichen wird und keine Zinsen anfallen. Auch bei der EasyBank Visa Kreditkarte ist ein Lastschrifteinzug möglich. Wenn du allerdings den 100% Lastschrifteinzug nutzen möchtest, also die vollständige automatische Rückzahlung, wird dafür eine monatliche Gebühr von 2 Euro berechnet. Der manuelle Ausgleich per Lastschrift, den du in der App auslösen kannst oder per Überweisung, ist kostenlos. Ein besonders interessanter Punkt sind die Versicherungen. Mit der Bank Norwegian Visa Karte erhältst du ein kostenloses Reiseversicherungspaket und das, obwohl keine Jahresgebühr berechnet wird. Die Versicherungen gelten für dich und deine Familie. Kinder sind bis zu 21 Jahre mitversichert, wenn sie bei den Eltern wohnen. Das Versicherungspaket umfasst unter anderem Reiserücktritt, Flugverspätungen, Gepäck, Krankheit und Verletzungen im Ausland sowie medizinische Evakuierungen. Bei allen Versicherungen gilt allerdings eine Selbstbeteiligung im Schadensfall. Damit der Versicherungsschutz greift, musst du mindestens 50% des Reisepreises mit der Karte bezahlen. Die EasyBank Visa Kreditkarte bietet kein Reiseversicherungspaket. Die EasyBank Visa bietet neben der klassischen Teilzahlung auch eine separate Ratenkauffunktion. Mit ihr kannst du einzelne Ausgaben ab 99 Euro nachträglich in feste Monatsraten umwandeln. Dabei hast du einen entscheidenden Vorteil. Für Beträge bis 500 Euro ist eine Laufzeit von 3 Monaten komplett zinsfrei. Die Raten kannst du bequem in der App aktivieren. Sogar noch bis zu 8 Wochen nach dem Kauf. Für größere Beträge oder längere Laufzeiten ist der Ratenkauf ebenfalls möglich. Allerdings fallen dann Zinsen an. Schauen wir noch kurz auf das mobile Bezahlen. Hier bietet die Bank Norwegian Kreditkarte die größere Auswahl. Du kannst zwischen Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay wählen. Mit der EasyBank Visa Kreditkarte stehen dir Apple Pay und Google Pay zur Verfügung. Die Nutzung der mobilen Zahlungsdienste ist bei beiden Karten kostenlos. Dank NFC-Chip kannst du mit beiden Karten auch kontaktlos bezahlen. Ganz ohne Smartphone oder Smartwatch. Und dann kommen wir auch schon zur wichtigsten Frage. EasyBank Visa oder Bank Norwegian Visa? Welche Kreditkarte ist besser? Sowohl die Bank Norwegian Visa als auch die EasyBank Visa kommen ohne Jahresgebühr, lassen sich mit jedem Girokonto kombinieren und sind weltweit kostenlos einsetzbar. Der entscheidende Unterschied liegt aber im Detail. Und genau hier zeigt sich die beste Wahl für dich. Durch die neuen Zinsen auf Bargeldabhebungen ist die Bank Norwegian Visa nicht mehr ganz so klar vorne wie früher. Sie lohnt sich vor allem dann, wenn du Bargeld ohnehin mit einer kostenlosen Debitkarte deines Girokontos abhebst und gleichzeitig von dem integrierten Reiseversicherungspaket profitieren möchtest. Die EasyBank Visa ist dagegen die einfachere und sorgenfreiere Lösung im Alltag. Hier sind nicht nur Kartenzahlungen weltweit kostenlos, sondern auch Bargeldabhebungen ohne versteckte Zusatzkosten. Besonders spannend ist die Ratenkauffunktion. Du kannst dir kurzfristig Liquidität verschaffen und das bei bis zu 3 Monaten Laufzeit sogar komplett zinsfrei. Wenn du viel reist und die Versicherungen aktiv nutzt, ist die Bank Norwegian Visa eine starke Wahl. Wenn du dagegen maximale Einfachheit willst und dir kostenlose Abhebungen wichtig sind, ist die EasyBank Visa aktuell die bessere Entscheidung. Die Links zur Bank Norwegian Kreditkarte und zur EasyBank Visa Kreditkarte findest du wie immer unter dem Video. Wenn du noch Fragen zu den Karten hast, dann schreib sie gern in die Kommentare. Ich beantworte sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Like. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.